If I were Ed, I would stop making videos, you smug, arrogant. Double Deutsch. Hello and welcome back to week 3 of our Double Deutsch crash course in grammar. So in the first 2 weeks, we taught you guys how to use the present tense and the future tense. Did we? Yes, we did. Yes, we did. And this week, we are going to teach you a little bit about the conditional. Letzte Woche haben wir über das Futur gelernt. Es ist eine Mischung aus dem Verb werden. Ich werde, du wirst, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Und einem zweiten Verb. Essen, lesen, trinken, whatever. Und das zweite Verb bleibt immer im Infinitiv und geht am Ende des Satzes. Wie zum Beispiel: Ich werde morgen Fußball spielen. Du wirst nächste Woche nach England fliegen. Wir werden uns bei ihm entschuldigen. Bei der Konjunktivform ist es alles fast genauso, nur die Konjugation von werden ist ein bisschen anders. Ich würde, du würdest, er, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Wenn wir das alles zusammen in einem Satz sagen: Ich würde morgen Fußball spielen. Du würdest nächste Woche nach England fliegen. Wir würden uns bei ihm entschuldigen. Aber wie du sehen kannst, ist es ein bisschen komisch, weil man sieht, dass irgendetwas fehlt. Weißt du, was wir meinen? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was wir meinen? Da fehlt der Grund, also dein Warum. Warum du etwas nicht gemacht hast oder warum du etwas machen würdest. Ich würde morgen Fußball spielen, aber es gibt schlechtes Wetter. Du würdest nächste Woche nach England fliegen, wenn du genügend Geld haben würdest. Wir würden uns bei ihm entschuldigen, wenn er keinen sein würde. Nochmal, damit es klar ist: Ich werde Fußball spielen. I will play football. Ich würde Fußball spielen. I would play football. Also fast das Gleiche, aber nicht so ganz. Same, but different. Aber es gibt eine wichtige Ausnahme und wir werden uns den zweiten Satz nochmal anschauen, um es besser zu verstehen. Du würdest nächste Woche nach England fliegen, wenn du genügend Geld haben würdest. Also, was meinst du? Was ist hier los? Eigentlich ist dieser Satz grammatikalisch ganz richtig, aber im Deutschen würde man das nicht so sagen. Also, schreib in die Kommentare deine Meinung. Keine Ahnung? Also, der Satz war, wie gesagt, richtig, nur es gibt eine einfachere Version, um ihn auszudrücken. Und zwar: Du würdest nächste Woche nach England fliegen, wenn du genügend Geld hättest. Hättest. Are you f***ing... Aber mach dir keine Sorgen, du musst wirklich in diesem Fall nur 4 Verben lernen. Haben, sein, können, müssen. Also anstatt Haben würden, sein würden, können würden, müssen würden. sagen die Deutschen eher Haben würde, hätte. Sein würde, wäre. Können würde, könnte. Müssen würde, müsste. Also, wir wissen, dass es viele Informationen auf einmal sind. Und deshalb haben wir ein paar Übungen für dich gemacht. Also, wenn du deine Kenntnisse üben willst, klick auf den Link hier unten und mach die Übungen. Aber wenn du schon alles verstanden hast, dann super, lass uns weitergehen. Wir werden uns jetzt die Konjugation von den Verben anschauen. Ich hätte, du hättest, es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. Und es ist fast genau das Gleiche für die anderen. Wäre, wärst, wäre, wären, wärt, wären. Müsste, müsstest, müsste, müssten, müsstet, müssten. So we just realized as we're editing, we completely forgot to do sollen müssen. So here we go. Sollte, solltest, sollte, sollten, solltet, sollten. Sorry about that. Siehst du, obwohl es am Anfang ein bisschen kompliziert aussieht, nachdem du diese 4 Verben auswendig gelernt hast, ist es relativ einfach. Same, but different.
So, if you want to learn about how to say everything in the past, don't forget to subscribe and We'll see you next week. ciao!